Die große Dokumentation, 27. November 2020. Wir sind bei Morelo und mal wieder bei Robert Crispins. Grüß dich, Robert. Hallo Sven, servus, grüß dich. Ja, es ist nebelig hier so ein ganz kleines bisschen, aber in diesem Jahr ist alles anders. Ja, ihr habt ein ganz neues Service Center eingeweiht. Das war auch eine Rieseninvestition, das ist da. Und ja, ihr habt gute Zahlen zu vermelden, denn ich sag mal, heute einen Liner zu bestellen, das Ganze dauert ein bisschen. Das dauert, ja. Wir haben eine sehr erfolgreiche Messe hinter uns. Die Lieferzeiten haben sich nahezu verdoppelt. Und für 21, also Modelljahr 21, sind wir eigentlich voll. Ja, das ist schön zu hören, denn ihr seid recht erfolgreich. Das Format passt. Das bedeutet, ihr seid jetzt von ganz groß bis, ich sag mal so, die Einstiegsklasse ist da, wo aus eurem Konzern der Kleinste aufhört, so quasi. Ihr ergänzt euch nach oben. Genau, wir bilden im Konzern von 7.000 bis 700.000 alles ab. Ja, ich zeig's mal gerade. Hier vorne steht noch unser Alter, denn alles dreht sich heute so ein kleines bisschen darum, der 78 FX muss gehen. Der 78 FX muss weichen, ja. Das neue Fahrzeug wird ja gebaut. Das schauen wir uns dann später in der Produktion nochmal gemeinsam an. Ja, hier steht er jetzt. Er wird zurückgegeben. Mitte Dezember müssen wir ihn abgeben. Und daneben steht auch schon ein Palace. Das ist ein ähnlicher, wie der nicht kriegt? Ein ähnliches Fahrzeug. Deiner ist ein bisschen größer. Ein bisschen größer, ja. Wenn man ja viel unterwegs ist, ich habe mich ja mit vielen Leuten unterhalten, so das System Morelo bedeutet ja, zu Hause zu sein, egal wo man ist. Willkommen daheim. Und jetzt zur Zeit haben wir 1 Grad draußen, da kriegen viele Camper schon Angst mit ihren Wohnmobilen, Thema Tankheizung und so. Alles hat Doppelboden bei euch. Genau, bei uns, wir beginnen beim Home bis zum Grand Empire, alles mit dem Doppelboden, also ein beheizbarer Doppelboden, sodass die Wintertauglichkeit da absolut gegeben ist. Ja, es gibt doch keine Luftheizung bei Morelo. Nein, nur eine Warmwasserheizung. Genau. Mittlerweile habt ihr sogar eine neue Warmwasserheizung eingebaut. Bei den ganz großen, da hat die alte nicht mehr gelangt. Nee, die war vom Volumen tatsächlich, da haben wir uns auch für eine Dieselheizung entschieden, aber das war ein Konzept, wir wollten auf Gas komplett verzichten, deswegen sind wir das Konzept mit der Share-Dieselheizung gegangen. Und ist das gut? Bis jetzt hat man nicht die Möglichkeit, es zu testen, aber sonst würden wir nicht umstellen, wenn wir davon nichts halten würden. Genau, Share habe ich schon gehört, einer der besten überhaupt aus dem Schiffsbau, bauen so Kompaktheizungen. Ja, das ganze Thema Elektromobilität, das seht ihr ja auch mittlerweile auch schon so ein ganz kleines bisschen. Wie geht ihr damit um? Wird da demnächst was kommen von euren Zulieferern oder ist das ein Thema, was noch ein paar Jahre dauert? Ja gut, wir haben das Problem, wir entwickeln ja kein Chassis oder wir bauen keine Chassis, sondern wir bauen auf Chassis auf und Iveco und Mercedes müssen da in die Entwicklung gehen, beziehungsweise uns da was präsentieren. Aktuell macht es bei dem Volumen, also ich sage jetzt mal 5 Tonnen aufwärts, keinen Sinn, das Ganze mit Elektrik zu betreiben. Also aber wenn die jetzt was bringen, zum Beispiel einen Hybrid, zum Beispiel, den ihr einsetzen könnt, wunderbar. Natürlich, gerne. Okay. Da würden wir umstellen, aber die sind momentan auf Gas. Also die Automotive setzt ja auf Brennstoff und Gas und da lassen wir uns überraschen. Nicht die Automotive, sondern die LKW, Entschuldigung. Willkommen daheim, da steht es. Wir gehen mal kurz rein. Maskenpflicht überall. Wir halten Abstand, denn ich sag mal, wie auf den Messen halten auch wir beide Abstand. Deswegen bist du ausnahmsweise jetzt mal ohne Maske. Wenn du mal kurz aufmachst, bitte. Genau, also wir haben hier grundsätzlich Maskenpflicht auf dem kompletten Betriebsgelände. Aber heute machen wir eine Ausnahme fürs Video und halten die 2 Meter natürlich ab. So, hier vorne, da wird jetzt die wichtigste Dame nochmal sichtbar. Wir haben sie schon mal gefilmt vor einigen Zeiten. Mittlerweile im letzten Film, da war diese Scheibe noch nicht da. Aber das ist mittlerweile Pflicht. Die Leute haben sich gut dran gewöhnt? Genau, man muss sich dran gewöhnen. Wir haben ein halbes Jahr Corona, müssen uns anpassen, Abstandsregeln und noch so einen kleinen Spuckschutz dazwischen. Als erstes beim Reinkommen natürlich die Hände desinfizieren. Und auch hier nochmal der Hinweis auf die Maskenpflicht und erst anmelden, damit wir einen Überblick haben, wie viele Personen in der Halle sind und wer alles in der Ausstellung sich bewegt. So, da vorne ist das Guckloch. Ich gucke mal gerade. Hallo Melanie, geht's dir gut? Warte mal, ich komme mal kurz zu dir rum, dass wir das mal ganz kurz sehen. Da bist du. Du bist die wichtigste Frau hier, direkt am Eingang. Dich kennt, glaube ich, jeder, der schon mal hier war, gell? Das ist richtig, ja. Ist es schön, hier zu arbeiten? Natürlich, absolut. Warum denn? Ja, weil es ein fantastisches Produkt ist, für das ich arbeiten darf. Ja. Ja. Die Menschen sind begeistert, ich bin begeistert. Du sprichst doch Fränkisch? Wenig. Warum? Warum? Weil ich nicht von hier komme. Du kommst nicht aus Franken? Ich bin zugezogen, ja. Echt? Ja. Und wie ist das hier in Franken? Wunderbar, es ist absolut mein Wunschwohnort. Ich habe 95 Franken kennengelernt und habe gesagt, hier möchte ich leben und das habe ich mir erfüllt. Ja, 95, ja, die Liebe hat's. Du hast auch Kinder? Nein, habe ich nicht. Hast du keine Kinder? Ist nicht so schlimm, aber es ist so, die Leute kennen dich quasi, du kümmerst dich um die Leute. Wenn einer mal hier länger wie 3 Minuten arbeiten muss, dann warten muss, dann kommst du direkt auf ihn zu und sagst, oh, es tut mir so leid, dass du so lange warten
warten mussten und so weiter. Genau. Ist das schon so, die Leute fühlen sich hier zu Hause, wenn sie kommen? Ja, so ist es. Und das ist auch mein Ziel, dass es genauso ist, auch unser Ziel. Ja. Der Robert ist ja noch recht jung. Ist das ein guter Chef? Ja, absolut. Und warum das? Ja, weil er einfach Mensch ist und einem auf Augenhöhe begegnet, und so ist es immer ein kollegiales Verhältnis und keine Stufe zwischen Mitarbeiter und Chef. Ja, es gibt so einen Spruch bei euch stehen die Türen immer offen. Ist das so? Das ist so. Ja. Absolut. Super. Vielen Dank, Melanie. Erstmal, wir lassen Sie mal kurz in Ruhe, aber sie ist, glaube ich, wirklich eine der wichtigsten Personen, so der erste Ansprechpartner. Der erste Eindruck, ja, wenn man bei uns in die Halle läuft, und macht es hervorragend. Das Ziel ist ja, euch so ein bisschen runterzuholen. Früher war es so, wenn ich auf den Messen war, Morelo und so weiter, da war immer der rote Teppich da. Da hat man so ein bisschen Angst bekommen. Was sind das für Leute, die da dahinter stecken? Ihr seid aber ganz normal. Gut, ihr kommt doch aus Franken. Wir sind ganz normal, genau. Ganz bodenständige Franken. Du kennst uns jetzt so mit eine Weile, und es ist nicht so, dass wir uns da verstellen, sondern wir sind immer so. So, wir zeigen mal was ganz Besonderes. Normalerweise darf man nicht hier hoch. Das ist die Geschäftsführungsetage. Wir gucken mal kurz rein, okay? Gerne. Für dich machen wir eine Ausnahme. Ne? So, hier vorne ist der Weihnachtsbaum. Ihr habt den schon geschmückt. Der ist aufgestellt, genau. Frisch geschmückt. Die Beleuchtung haben wir rausgeholt. Hier die Halle, die abends wunderschön nochmal angeleuchtet ist. So, ich zeige mal gerade, denn das schönste Weihnachtsgeschenk, was sich ja viele Leute machen, ist ein Morelo. So, und jeden Tag verlassen ja einige Morelos das Band. Wie viel ungefähr? Jeden Tag 2. 2. So, das heißt auch 2 Menschen, die den hier abholen, gehen die oft zum Händler oder holen die auch schon mal persönlich ab? Teils, teils. Also wir haben sicherlich einen Anteil von der Werksabholung, der bei 30-40% liegt. Sprich, wir haben ja hinten die Auslieferungshalle, verbinden das Ganze mit einem Erlebnis. Aber auch Handelspartner, die das am Hof dann bei sich im Betrieb ebenfalls zu einem Erlebnis machen. Genau, es sind ja bei euch die Handelspartner, die wichtigsten Ansprechpartner. Das bedeutet ganz konkret, ohne den Handel ging bei euch gar nichts. Nein. Wir haben mit unserem Handel natürlich auch eine freundschaftliche Beziehung, und das sind auf den Handel angewiesen, also unabhängig jetzt vom Verkauf, auch das Servicenetz so dicht wie möglich zu halten, damit wir eben die Wege für den Kunden so kurz wie möglich gestalten können. Ich habe mit vielen Leuten aus dem Verkauf gesprochen, die Reisemobile verkaufen, die kommen aus dem Automobilhandel. Die sagen, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wie positiv, wie fröhlich die Leute sind im Automobilhandel, nicht im Vergleich zum Reisemobilhandel. Das heißt, die Leute kommen rein, man verkauft viel einfacher, ist was ganz anderes. Oder? Ja, das kann man mit der Automotive nicht mischen. Also die haben zwar auch Räder, die Reisemobile, aber es ist ein Haus auf dem LKW-Chassis und von der Materie ein komplett anderes Produkt. So, jetzt sage ich es mal. Das sind die Toiletten. Hier steht es auch nur für Mitarbeiter. Aber ich kann Ihnen sagen, die Kundentoiletten sind noch luxuriöser hier. Nee, es ist alles bodenständig hier. Das heißt... Ja, also nur für Mitarbeiter bedeutet hier wirklich, das ist das Hygienekonzept. Also wir haben ein Morelo Corona-Handbuch. Und das bedeutet einfach nur, damit wir die Infektionsgefahr von außen nicht in den Betrieb holen, damit sich dann nur Mitarbeiter aufhalten. Und damit Sie auch mal sehen, wie weit ich weg bin. Also ich bleibe jetzt mal hier, ja, und ziehe einfach mal, hier ist das Mikro. Das ist da, wo ich filme, quasi. Und jetzt ist ich höre dich noch gerade so. Danke. Sehr schön. Wir gehen mal rein. Linke Seite, was ist hier? Links haben wir die Buchhaltung. Okay. Buchhaltung und Personalwesen. Das ist ja süß. Die schauen auch schon gerade kurz. Wenn ich mal kurz reinkommen darf ich mal kurz reinkommen zu euch? Ja. Ganz kurz nur mal reinhalten. Ich will nur mal kurz zeigen, wo die großen Rechnungen geschrieben werden. Das heißt, das ist hier... Und das sind ganz, ganz viele Kollegen. Ihr habt den Gang, das System, die Türen sind immer offen. Das ist auch wirklich so. Es sei denn, ist es mal ein Meeting, da macht ihr die Tür mal zu oder bleibt die dann auch offen? Nee. Also wenn es vertrauliche Dinge gibt, dann machen wir die Tür schon zu. Aber in der Regel stehen die Türen hier grundsätzlich offen für jeden. Ja. Ich zeige mal gerade was Kleines. Das war der erste, oder? Das ist die Nummer 1 gewesen, genau. Das Design noch ein bisschen kantiger damals? Das Design ein bisschen kantiger, aber man sieht dann ja nicht nur an den Fahrzeugen die Entwicklung, sondern auch im Unternehmen. Du bist dabei von Anfang an? Fast. Ich bin im November 2011 dazugekommen, also habe jetzt dieses Jahr 9 Jahre. 9 Jahre? Du bist jetzt, wie alt bist du? Ich bin 35. Echt schon? Ja. Genau, als wir begonnen haben zu drehen, da warst du, glaube ich, 29. Nein, da war ich 34. Das war im Januar diesen Jahres. So, eine der wichtigsten Personen sitzt hier. Sie hat gesagt, sie will kaum aufs Video drauf, aber sie guckt mal gerade hinter dem Bildschirm so ein bisschen die rechte Hand. Genau, dann vorne haben wir nochmal. Christina, ich grüße dich herzlich. Du machst das Controlling hier so ein bisschen. Du bist die Frau der Zahlen, kann man das sagen? Ja, kann man so sagen. Du bist noch recht jung, oder? 28. 28. Was hast du gelernt?
Ich habe studiert BWL mit Schwerpunkt Steuern und bin dann aber ins Controlling hier gerutscht. Ich habe es befürchtet, ja. Dass, die Frauen, die beherrschen quasi die Macht hier so ein kleines bisschen. Aber es ist ja so, dass man sich auf Leute verlassen muss, also gerade was das Thema Controlling angeht. Und sie macht es gut? Sehr gut, ja. Nein, sie unterstützt mich da wirklich. Ansonsten wird mein 24-Stunden-Tag wahrscheinlich bei 36 Stunden landen. So, ich zeig's mal gerade. Du hast eine tolle Aussicht, nämlich auf Service Center. Genau. Die Kunden immer im Blick. Das war jetzt bewusst so gewählt. Wir haben den Innenhof großzügig gestaltet. Du siehst, wir haben 19 Servicetore. Krass, oder? 19? Ja, 19. Und also ich sage jetzt mal in dem Bereich, in dem wir hier im After Sales unterwegs sind, sind wenige Hersteller. Du selbst hast Kinder, das heißt, du hast wie viele Kinder hast du? 2. Mädels, Jungs? Ein Mädel und ein Jung. Okay. Wie alt sind die? Die Lea ist 5 und der Lukas ist 8. Das heißt, du hast High Life zu Hause, oder? Ja, nicht nur auf Arbeit, sondern auch zu Hause. Aber es soll so sein. So, ich zeige mal ganz kurz, das ist der Arbeitsplatz von Robert. Ja, so sieht das Ganze aus. Also ganz unspektakulär eigentlich. Ich habe es gedacht, der ist jetzt hier Morello-mäßig, hier Prunk und rausfahrbare Fernseher. Nee, alles ganz bodenständig. Ja, also Prunk passt nicht zu uns. Das hast du selber gewählt oder war das dein Inneneinrichter? Nee, ich muss ehrlich sagen, das hat meine Frau meinem Sohn zur Einschulung geschenkt und das war ihm aber zu klein und sie wollte es wegschmeißen und da war ich zu geizig dafür und habe es mir ins Büro gehängt. Du bist doch gar kein Schwabe. Ja. Sehr schön. Ja, wir werden heute mal ein bisschen was filmen, denn ich sag mal, das Thema Produktion haben wir schon mal gefilmt. Viele Leute haben das gesehen. Also du hast auch viel Erfolg bei Kunden, die gesagt haben, hey, ihr seid so transparent. Viele lassen sich ja ungern in die Karten gucken, aber du hast zu mir gesagt, auch wenn man alles sieht, der Zeitvorsprung, auch die Mitarbeiter, die da bauen und die Maschinen und das alles, wenn man es heute aufbauen würde, das Werk bei Null und man würde mit unseren Videos gucken, wie ihr das macht, ja, in wie vielen Jahren wären wir denn so weit? Oh, das weiß ich gar nicht, aber wir bleiben ja nicht stehen, wir entwickeln uns ja täglich weiter und das war eigentlich von vornherein immer, dass wir sehr transparent waren, immer recht offen. Ich glaube, dass es auch ein Stück weit unser Erfolg ist, dass wir dem Kunden, der anreist, auch das hinter den Kulissen zeigen. Ob das Geheimnis ist, weiß ich nicht. Das ist auch so, dass wenn Leute hier kommen, die müssen nicht die Handys an den Werkstoren abgeben, sondern ihr seid ganz transparent. Was mir aufgefallen ist, auch die Mitarbeiter haben gar keinen Stress damit. Die zeigen sich gerne mit dem Unternehmen. Genau, weil was soll man denn verstecken? Ich meine, man muss am Schreiner nicht erklären, wie er einen Schrank baut. Ja. Punkt. So ist es. Aber so arbeiten nicht viele, denn ich habe ja in der Branche, die mich kennen, die wissen erstmal vielen, vielen Dank, tschüss und danke, dass wir dich mal kurz zeigen durften, denn ich sag mal, normalerweise ist sie die Firewall, wenn man zu dir durch will. Sie ist auch den ganzen Tag am Telefonieren, muss man sagen. Also ich sag mal relativ oft und leitet das Ganze auch durch. Du hast viel Stress, muss man schon sagen, oder? Ja, doch. Positiven Stress, sage ich es mal so. Ja, so ist das. Sag mal, die Termine bei deiner Frau, die bucht auch schon Termine bei dir oder ist das so, dass die dich schon mal anrufen darf zwischendurch? Nein, die ruft natürlich an, aber wenn ich in der Besprechung bin oder so, dann kommt da einfach eine Rückrufbitte und dann melde ich mich. So ist das. Ja, es geht noch weiter nach links. Dürfen wir da auch mal reingucken oder sollen wir es lieber nicht? Gerne. Ja. Die Türen sind immer offen? Die sind immer offen. Reinhard ist nicht da. Okay. Der ist bei einem Handelspartner, der hat dieses Wochenende ein Messe-Event in Elze oben bei der Firma Ziesner. Deswegen ist das Büro zu. Und hier Sie sind ein ganz großer Partner von euch. Ganz großer Partner von uns. Hier ist der Vertrieb Export. Die Jungs, die kenne ich alle noch von der Messe. Mit denen waren wir nämlich auch mal kurz mal was essen, gell? Genau. Ja. Stimmt. Wir waren mit denen Abendessen. So, ich darf mal kurz hier reingucken, dass ich da mal schaue. Hallo erstmal. Hallo. Boah, das sind jetzt alles Franken hier? 50-50 oder was? Ja. Hallo erstmal. Hallo, Tobias Kanner. Freut mich. Genau. Ich grüße dich, Tobias. Ja, ich gucke auch weit weg. Das ist der Kollege, dein Vorname? Andreas. Andreas, ich grüße dich herzlich. Wir sind auch schon gleich wieder weg. Wir wollten nur mal zeigen, ihr habt eigentlich immer tolle Aussicht hier. Aber im Moment ist ein bisschen diesig, oder? Heute diesig, aber für Morello immer klares Wetter. Boah, ihr seid ja voll die Vertriebs... Wir sind Vertrieb. Das muss, ja. Alles klar, vielen Dank. Und dein Vorname T? Tobias. Tobias. So. Das Witzige ist ja, das war letzte Woche noch ein Besprechungszimmer. Wie? Also das war hier unser Besprechungszimmer. Wir haben aber aufgrund der Enge und der Platznöte, die wir haben wir beschlossen, wir ziehen den Vertrieb Export um.
kurzzeitig, und wenn wir dann nächstes Jahr anbauen, kriegen sie natürlich andere Räumlichkeiten und das wird wieder ein Büro bzw. ein Besprechungszimmer. Anbauen? Ich habe gesehen, ihr habt unglaublich viel Platz. Ihr habt ja jetzt einen neuen Stellplatz gebaut, da fahren wir auch gleich mal runter, denn der ist wirklich sehr schön geworden. Er ist noch nicht in Betrieb offiziell? Offiziell noch nicht in Betrieb, also wir wollten es zwar, aber Corona hat uns da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht und werden den jetzt nächstes Jahr natürlich... Er ist wunderschön geworden, das kann ich schon mal sagen. Du hast heute da übernachtet, ne? Ich habe da übernachtet und du fühlst dich auch direkt zu Hause, weil zunächst war der Wachschutz, der war gestern da, ich stand am Tor, war schon zu und dann hat er gesagt, fahren Sie runter, da ist der... Ich so gedacht, mein Gott, jetzt gehe ich schon mal zum Robert, da muss ich da runterfahren. Bin runtergefahren und gedacht, welch ein Glück. Sogar der Strom ist ohne Münzeinwurf. Der Strom ist ohne Münzeinwurf, das regeln wir über die Tagespauschale. Also Strom und Wasser ist damit integriert. Im Moment ist die Schranke offen. Im Moment ist die Schranke offen, die bleibt dieses Jahr auch noch offen und ab Januar wird sie dann in Betrieb genommen. So, erstmal vielen Dank, Robert Crispins kleiner Rundgang, und wir gehen jetzt mal an die Station ran. Das bedeutet ganz konkret, dein tägliches Leben bedeutet auch, dass du für diesen Termin hier, die 2-3 Stunden, die musstest du ja schon ein bisschen rausschneiden, oder? Ja, ja, in der Tat, das muss man sich immer hart erkämpfen. Wobei wir haben das ja lang geplant und ich habe den Termin schon geblockt im Vorfeld. Das ist so, denn das Fahrzeug ist aufs Band gegangen, wann? Unser Fahrzeug? Gestern früh ist es eingefahren als erstes, müsste jetzt auf der Station 3-4 sein, also je nach Taktzeit. Und das können wir uns gleich einmal anschauen. Ja, das können wir machen. Wir machen jetzt eins, wir gehen mal runter ganz kurz zum Cut und bis dann. Also holt den Schlüssel. So, machen wir das mal gerade, denn hier geht nichts ohne Schlüssel bei Morelo. Der Robert ist gleich da und ich zeige euch gerade nochmal, wie es hier aussieht. Ach, da ist ja noch ein Besprechungsraum. Da vorne ist er. Da werden dann die großen Konferenzen abgehalten mit Händler und Co. Empire 20 heißt der übrigens, der Besprechungsraum. Und ja, wir sehen uns gleich weiter in der Produktion und das Ganze werden wir in Teilen aufteilen und wir starten quasi bei Punkt 0. Bis gleich. Tschüss.